In vielerlei Hinsicht könnte man Rise of Cultures als Nachfolger von Forge of Empires und Elvenar bezeichnen. Das lässt sich aus vielen Ähnlichkeiten schlussfolgern. Doch bei einem zentralen Punkt, der eigentlich bereits in allen Spielen existierte, geht Rock trotzdem einen komplett anderen, einen eigenen Weg. Beim Handel. Der Handel in Rise of Cultures wird erst am Anfang des dritten Zeitalters freigeschaltet, der minoischen Ära. Damit erhaltet ihr einen Hafen an der Ostküste eurer Stadt. Öffnet ihr diesen, werden euch direkt eure eigenen Angebote angezeigt, die ihr gerade auf dem Marktplatz platziert habt. Anfangs habt ihr nur 2 freie Slots und könnt bis zu 2 weitere mit Edelsteinen kaufen. Außerdem habt ihr auch 4 Hafenarbeiter. Diese funktionieren wie die Arbeiter in eurer Stadt. Für jede Aktion auf dem Markt braucht ihr also einen verfügbaren Hafenarbeiter. Wollt ihr beispielsweise ein Angebot platzieren, klickt ihr auf einen der freien Slots und wählt das Gut, welches ihr anbieten wollt. Anschließend könnt ihr in dem kleinen Pop-up auch noch die Menge des Gutes auswählen. Damit der Markt nicht mit riesigen Angeboten überschwemmt wird, die keiner annehmen kann oder will, gibt es hier die Obergrenze von 400 Gütern. Ihr tauscht hier aber nicht direkt Güter gegen andere Güter, sondern immer Güter gegen Handelsmünzen. Und ihr könnt euch auch nicht aussuchen, für wie viele Handelsmünzen ihr eure Güter verkaufen wollt. Die Preise sind spielseitig festgelegt und es gibt auch keine Mengenrabatte. Das hat den Vorteil, dass ihr von anderen Spielern nicht übers Ohr gehauen werden könnt. Ihr könnt euch immer darauf verlassen, dass ihr einen anständigen Preis bekommt. Dieser variiert allerdings je nach Zeitalter. Für Güter aus der Bronzezeit bekommt ihr beispielsweise 10 Handelsmünzen pro Gut. Für Güter aus der minoischen Ära, also aus dem nächsten Zeitalter, bekommt ihr dann 15 Handelsmünzen pro Gut. Wollt ihr schnell viele Handelsmünzen sammeln, die ihr dann wieder gegen andere Güter tauschen könnt, lohnt es sich also durchaus eher höhere Güter zu produzieren. Die Produktionsmenge in den Gütergebäuden ist schließlich identisch, ihr kriegt aber mehr Handelsmünzen für die gleiche Menge. Habt ihr ein Handelsangebot platziert, erhaltet ihr aber nicht sofort die Münzen. Erstmal wird euer Angebot anderen Spielern auf deren Marktplatz angezeigt und erst wenn es jemand annimmt, könnt ihr die Münzen mit einem Klick einsammeln. Allerdings könnt ihr den Slot und eure verwendeten Hafenarbeiter nicht direkt wiederverwenden. Der Hafenarbeiter muss sich erstmal eine Weile erholen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, steht er euch wieder zur Verfügung. Eure neu erlangten Handelsmünzen könnt ihr nun auf dem globalen Markt ausgeben. Wählt ihr auf der linken Seite den Tab Globale Angebote, wird euch eine Auswahl aller Angebote angezeigt. Hier findet ihr sowohl Angebote eurer Allianzmitglieder als auch anderer Spieler auf eurem Server. Allianzmitglieder werden mit eurem Allianzwappen markiert, damit ihr deren Angebote bevorzugen könnt. Warum das wichtig ist, kommt noch. Eigentlich wird in dieser Übersicht eine breite Auswahl aller Güter dargestellt. Sollte allerdings beispielsweise nicht die richtige Menge eines Gutes aufgeführt werden, könnt ihr auch in den obersten Tab auf der linken Seite wechseln, wo ihr nur nach bestimmten Gütern suchen könnt. Kleiner Tipp, sollte trotzdem noch nicht die richtige Menge auftauchen, hilft es manchmal die Suche einfach nochmal zu starten. Gelegentlich werden dann einige Angebote nochmal ausgetauscht. Habt ihr das perfekte Angebot gefunden, wählt ihr es einfach aus. Dann werden euch die Handelsmünzen abgezogen und einer eurer Hafenarbeiter macht erstmal wieder ein Stündchen Mittagspause. Sowohl beim Annehmen von fremden Angeboten als auch beim Einsammeln der Belohnung eigener Angebote steigert ihr die Handelsbeziehung mit dem entsprechenden Spieler. Eure ganzen Handelsbeziehungen könnt ihr im unteren Tab auf der linken Seite einsehen. Handelt ihr 10 Mal mit demselben Spieler, erhalten beide einen Rabatt von 5% auf zukünftige gegenseitige Angebote. Man kann sogar einen Rabatt von bis zu 15% erhalten, jedoch muss man dafür schon 100 Mal mit demselben Spieler handeln. Das ist nicht nur an sich schon eine ziemlich große Menge, sondern es zählen auch immer nur die letzten 14 Tage. Um wirklich 15% Rabatt mit jemandem zu erhalten, müsstet ihr also dauerhaft innerhalb von 14 Tagen mehr als 100 Handel aufrechterhalten. Um da überhaupt annähernd ranzukommen, sollte man wohl in direktem Kontakt mit dem Spieler stehen. Deswegen ist es vermutlich nur mit Allianzmitgliedern möglich. Ich persönlich finde am Handelssystem in Rise of Cultures den Weg über eine neutrale Zwischenwährung am interessantesten. Auch, dass die Preise fest vorgegeben sind und regelmäßige Handelsbeziehungen unterstützt werden, ist ein cooles Feature. Allerdings verhindert das natürlich auch den Verkauf von Gütern für Wissenspunkte, wie es in den Vorgängern Forge of Empires und Elvenar noch möglich und üblich war. Doch ich kann mir vorstellen, dass es auch ein Ziel dieses neuen Systems war, genau diesen Missbrauch des Marktplatzes auszuhebeln. Wie findet ihr diesen neuen Ansatz? Und für welches Feature aus Rock würdet ihr euch mal ein eigenes Video wünschen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auch immer über jeden Daumen hoch und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.
Dann erstmal bis zum nächsten Video und ciao.